Grüezi aus der Schweiz. Wir haben herrlich geschlafen und gefrühstückt. Das muss man sagen, so ein üppiges Buffet hat man selten in einem Hotel. Und typisch schweizerisch wird sehr viel Wert auf regionale Produkte gelegt. Sehr, sehr lecker alles. Das Boutique-Hotel Arte in St. Moritz ist also zu empfehlen. Unser Zimmer war zwar klein, aber ansprechend und bequem ausgestattet. Das Badezimmer richtig schick und vor allem, es war absolut sauber. Vom Balkon nicht der schönste Ausblick, aber den muss man sich gerade in St. Moritz leisten können. Dafür konnten wir uns frei entfalten und mussten uns nicht irgendwelchen Kleiderzwängen unterwerfen, wie das in so manchen Luxusbunkern üblich ist. Leider hat das Hotel keinen Shuttle-Service vom oder zum Bahnhof, deshalb war der Aufstieg gestern etwas unbequem mit all dem Gepäck. Wir haben uns dann zum Bahnhof runter ein Taxi gegönnt. Für die kurze Fahrt haben wir dann mal direkt umgerechnet 30 € bezahlt. Uber gibt es in St. Moritz leider noch nicht. Etwas ärgerlich, im Nachhinein hätten wir das Geld besser zum Hotel hin investiert, aber das konnten wir ja nicht wissen. Und dann steht er schon da, der Glacier Express, der langsamste Schnellzug der Welt, aber zweifellos auch eine der bekanntesten und spektakulärsten Zugstrecken der Welt. In 8 Stunden fährt der Glacier Express von St. Moritz im Kanton Graubünden nach Zermatt im Kanton Wallis. Die Albula-Linie, die wir gestern schon zufällig gefahren sind, der Oberalppass, die Rheinschlucht, alles Teil der Strecke. Wir fahren 2. Klasse, haben aber bei der Buchung bereits unsere Plätze direkt am Fenster reserviert. Wir verstauen unser Gepäck in einem extra dafür eingerichteten Regal im Abteil und beziehen unsere reservierten Plätze. Es sind 4er-Plätze mit Tisch und wir sitzen zusammen mit einem sehr, sehr netten jungen Ehepaar aus Sacramento, Kalifornien, Lori und Keith. Schnell kamen wir ins Gespräch und es wurde eine lustige Fahrt. Irgendwie verging die Zeit im Zug tatsächlich wie im Flug. Es war eine wunderschöne Fahrt. Viel erzählen braucht man da nicht. Viele spektakuläre Aussichten und Ausblicke, ein wunderschönes Erlebnis. Die Aufnahmen sind dank des prächtigen Wetters nicht so gut geworden, aber man kann nicht alles haben, oder? Der Glacier Express kostet schon in der 2. Klasse eine Menge Geld. Man sitzt recht beengt und was uns am meisten gestört hat, die Scheiben spiegeln bei gutem Wetter. In der 1. Klasse hat man etwas mehr Platz, wenn man einen Zweierplatz bucht, kostet dafür aber auch mehr, alles andere ist gleich. Interessant wird es dann übrigens noch in der Excellence Class. Da gibt es dann gemütliche Lounge-Sessel mit viel Platz, einem persönlichen Concierge und einem 6-Gänge-Menü, Snacks und Softdrinks. Alles inklusive. Kostet dann aber auch etwa das 10-fache eines 2. Klasse-Tickets. Wer es kann und mag, okay, die Aussicht ist aber auch nicht anders.
Man sitzt in der zweiten Klasse, wie schon gesagt, ein wenig beengt. Da tut es schon ganz gut, wenn man sich zwischendurch mal etwas bewegt. Nicht nur zur Toilette. Auch mal raus auf den Bahnsteig, wenn die Zeit es erlaubt, denn der Glacier Express hält an verschiedenen Bahnhöfen. Ja, winkt das auch. Yeah, this would be a lot nicer in the winter. Stehen kann man zwischendurch auch mal ganz gut zwischen den Abteilen. Da hat man dann auch mal einen nicht verspiegelten Blick für die Kamera. Denn das Wetter war bei uns wirklich spitzenmäßig. Blauer Himmel, Sonnenschein und es war ganz anders angesagt.
Wir genießen einen wunderschönen Tag im Zug bis zu dem Punkt, an dem der Glacier Express zum Stehen kam, mitten auf der Strecke. Eine gute Stunde in gleißender Sonne, kein Fenster war zu öffnen. Es gab zwar mal Schokolade und Zeitschriften, um die Reisenden zu besänftigen, aber keine Information, nichts. Also da hat dann mal der gute Ruf der Schweizer Bahn absolut versagt. Als die Nachfragen immer mehr wurden, hat sich dann lieber kein Angestellter mehr blicken lassen. Und dann ging es weiter. Dann erst kam die Info, dass der Gegenzug ein Problem hatte und das Gleis, was man sich an dieser Stelle teilt, versperrt hat. Hätte man doch gleich sagen können. Dadurch haben wir eine ganze Stunde verloren. Unser Shuttle, was in Zermatt am Bahnhof wartete, war natürlich weg. Informieren konnten wir das Hotel nicht, denn im Zug selbst hatten wir an dieser Stelle keinen Empfang, weder Internet noch Telefon. Also durften wir wieder zu Fuß beladen mit Gepäck unser Hotel suchen. Aber hier hielt Google Maps das Versprechen. Eine Viertelstunde später konnten wir einchecken und unser Zimmer beziehen. Wir fahren hier übrigens auch durch sogenannte Kehrtunnel. Das sind Tunnel, um große Höhenunterschiede zu überwinden. Hier wird die Bahntrasse im Prinzip künstlich verlängert und die Bahn windet sich durch den Berg hoch, denn einfach geradeaus hoch wäre hier viel zu steil zum Fahren. Da steht man. Bleibt das auch Zeit drauf. Second chance up, slow. And it's bye bye. Frisch rausgekommen, ne? Finde ich ja keine Sonne drauf. All the way peaks are over here. Jetzt ist es richtig schön.
Wir laufen nur noch mal kurz durch Zermatt, was uns jetzt schon ausnehmend gut gefällt. Urig, viel Holz und ringsum die wunderschönen Berge. Der komplette Gegensatz zu St. Moritz. Wir freuen uns wirklich, dass wir 2 Nächte hier sein werden. Wir versorgen uns nur noch mit einem kleinen Snack und den genießen wir auf unserem Balkon. Es ist noch warm und der Blick auf das Matterhorn ist majestätisch. Besser kann der Tag nicht enden. In der nächsten Folge sind wir in und über Zermatt unterwegs. Ein traumhaft schöner Tag. Lass dich mitnehmen. Merci, Adi.